Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir und dir, liebe Biene. Hallo, lieber Benny. Ja, wir hoffen, dass es euch allen gut geht in diesen so bewegenden Zeiten. Und wie immer kommen wir gleich zum Punkt, damit das Spannende folgt. Und das spannende Thema heute ist wieder Channeling, also das Channeln lernen. Und wir haben ja schon mal einen Podcast darüber gemacht und ihr habt Fragen gehabt und ich habe mir die Fragen rausgeschrieben und werde sie heute einfach an dich stellen, Biene. Ja, und ich werde sie beantworten, soweit ich sie beantworten kann. Also dann, erste Frage. Vielen lieben Dank euch beiden. Was und wie verbinde ich mich mit dem vereinigten Chakra? Also ich glaube jetzt mal, dass das jeder auf seine individuelle Art und Weise macht. Also wir jetzt bei uns, wir machen das mit Atemzügen, indem wir in einem Rhythmus, so wie er für uns richtig und gut ist, mit unserem Atem in die Tiefe gehen. Also das heißt, dass wir auch in der Zeit unsere Gedanken etwas beruhigen, in die Stille gehen und in dieser Stille verbinden wir uns dann mit unserem göttlichen Licht oder unserem göttlichen Selbst auf bewusste Art und Weise. Und wenn diese Verbindung dann zustande kommt, dann fühlt man das. Sehr schön. Und für die, die vielleicht etwas Unterstützung haben wollen, wäre auch Engel Schamol recht gut für sowas, ne? Ja, Als Unterstützung. genau, ja. Okay. Ich sehe deine Bilder und denke, ich fühle mich auch nicht besonders hell. Was mir passiert ist, dass ich plötzlich etwas einfach weiß. Gibt es überhaupt so etwas wie eine hellwissende Person? Ich kenne keinen anderen, bei mir ist es aber so. Also ich glaube, zu wissen, oder ich muss vielleicht anders ausdrücken, ich weiß es, dass es Hellwissende gibt und das geht auch über die Intuition raus und das ist dann eben dieses Seelenchanneling, was wir angesprochen haben. Weißt, dass man bestimmte Dinge plötzlich weiß. Man weiß sie einfach. Man kann gar nicht sagen, woher man sie weiß, aber man weiß es. Und das sind definitiv Channelings. Mhm. Könnte es aber auch ein Hellwissen von der geistigen Welt geben oder wäre das dann tatsächlich eher ein Seelenchanneling? Also in den meisten Fällen würde ich jetzt mal sagen, sind das Weisheiten aus der Seele, die man nicht minder schätzen darf. Gell? Da haben wir ja drüber gesprochen, wie wichtig solche Weisheiten sind. Aber es kann auch schon von der geistigen Welt kommen, ja. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Seele und höherem Selbst? Also die Seele ist allumfassend das, was dich als Mensch ausmacht, die Essenz, die alles umfasst, die Mehrkörper. Das ist, ob man das jetzt Mehrkörper oder Seele nennt, das sind Wörter. Das höhere Selbst ist das göttliche Licht in dir. Der Gottespartikel oder wie man sagt, der Gottesgedanke, der dir mitgegeben wurde bei deiner Erschaffung, der nie aufhört zu leuchten. Also der dafür sorgt, dass du nicht ohne Gottes Wissen bist oder Gottes Liebe bist. Gut. Die nächste Frage ist, wie gesagt, ich habe es ja kurz mal vorgelesen, sehr lang. Kommt aus der Frage raus, dass eine Dame da ist, die sehr viel schreibt, ihre Botschaften und oft gar nicht hinterherkommt und es am nächsten Tag dann wieder liest. Und es kommt ja so vor, als hätte sie das nie vorher gelesen, also wie ein Channeling im Prinzip. Ist dir oder euch diese Art und Weise von Channeling je untergekommen und was könnt ihr dazu sagen? Also sie ist mir definitiv untergekommen, weil ich so angefangen habe. Und ich habe ganz, ganz viel geschrieben und das waren ja Channelings und ich habe es auch erzählt in dem Podcast, wenn ich das heute durchlese, dann ergibt alles Sinn. Damals hat es für mich keinen Sinn ergeben, wo ich es durchgelesen habe. Und ich weiß auch genau, was die Frau meint. Also man schreibt etwas und wenn man es dann 1 oder 2 Tage später liest, wenn man es überhaupt noch lesen kann, weil es auch ich sehr schnell geschrieben habe, ist es so, als wenn man das, also man kann sich kaum daran erinnern, dass man das gemacht hat. Da ist man in einem Zustand, wo der Verstand völlig ausgeschaltet wird. Und deswegen kann man sich nicht daran erinnern. Also das sind in der Regel sehr, sehr schöne Channelings. Und könnte man die Quelle, woher die Botschaft kommt, auch darum bitten, dass es etwas langsamer geht? Das ist schwierig. Also ich glaube, es ist bewusst so, dass es sehr schnell ist,
damit man seinen Verstand nicht einschalten kann. Mhm. Macht Sinn, ja. Anna Nascha, das sind so hilfreiche Informationen. Meine Frage, ich höre immer wieder, dass man seinen Kanal auch für dunkle Kräfte öffnen kann. Es wurde schon gesagt, dass nichts passieren kann, aber vielleicht kann das Sabine zu meiner Beruhigung noch näher erklären, warum es so nicht passiert. Schau mal, wenn du dir vorstellst, dass du dich mit deinem Gotteslicht verbindest und diese Gottesliebe dann in dir trägst, also bewusst, also zum Vorschein bringst, dehnst du diese Liebe ja mit Atemzügen aus und du wirst selber sozusagen zu deinem höheren Selbst in dem Augenblick. Du bist voller Liebe und öffnest deinen Kanal. Und Schattenwesen, wenn man sie so nennen möchte, sind immer niedrige Wesen, die sich vor diese Liebe und vor diesem Licht fürchten. Die haben Angst. Die würden das ganz einfach nicht machen. Deswegen kann nichts passieren. Das müsste dann wirklich aus einem großen Ego heraus gechannelt werden. Weißt du, dass man so tut, als wenn man channelt oder wie auch immer. Oder man channelt dann ein Schattenwesen, aber weil man selbst in keiner guten Energie ist, meinst du? Also ich glaube, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass irgendein Mensch bereit ist, ein Schattenwesen zu channeln. Das glaube ich jetzt nicht. Aber es gibt ja, da haben wir ja auch schon drüber geredet, sehr viele, die Angst verbreiten, die aus dem Ego heraus channeln. Da kann sich sowas schon einnisten, ja. Da kann sich der Schatten ausdehnen. Aber in dem Augenblick, wo du in der Liebe bist, die Liebe ist immer stärker, immer, immer. Das kann gar nicht sein. Also deswegen kann da nichts passieren. Also hier sind sehr ähnliche Fragen. Ich habe sie auch alle zusammengefügt an einen Ort. Wie weiß ich denn genau, ob das, was ich da höre, wirklich von der wahrhaftigen Quelle ist? Wir wissen ja, dass sich das Dunkle sehr gern als das Licht ausgibt. Ja, aber das spürst du ja. Also dort, wo die Liebe ist, wird auch Liebe empfunden. Also du würdest sofort spüren, also in einem Augenblick würdest du spüren, dass da irgendwas nicht stimmt. Und eigentlich auch die Menschen, die, wenn du Publikum hast, die dir zuhören, würden es auch spüren. Aber wesentlich ist ja, dass du es selber sofort spüren würdest. Schau mal, es gibt ja so ganz einfache Sachen, Benny, die jeder Mensch nachvollziehen kann. Du kommst in einen Raum und zwei Menschen haben da drinnen 5 Minuten vorher heftig gestritten. Du betrittst den Raum und spürst, es stimmt was nicht. Du spürst es doch, oder? Und ich glaube, das spürt jeder. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen, man spürt es einfach. Man würde es spüren. Gut. Was bedeutet es für dich, Sabine, mit Koordinaten zu arbeiten? Und zweitens, die nicht ganz so liebevollen Wesen, die was tun oder auch sprechen können, sind die nicht auch die geistige Welt? Also sind die nicht auch geistig? Weil du sagtest, dass die geistige Welt nur liebevoll ist. Also die erste Antwort mit dem Koordinaten, da arbeite ich mit einem Medium zusammen und also das nicht öffentlich ist, das auch nicht öffentlich genannt werden möchte und auch nicht bekannt ist für die Menschen. Und ich muss ja wissen, wo zum Beispiel welche Raumschiffe oder wie auch immer man das dann benennen möchte, wo die parken, wo die landen, wo die also uns abholen würden, wo der Samatha-Tempel sich befindet, wo die Kristallbibliotheken sind, wo unterirdische Gänge sind, wo da brauche ich Koordinaten. Das zweite würde ich jetzt mal bezeichnen als, was früher bekannt war als Astralwesen, die auch Botschaften übermitteln könnten. Die geistige Welt, von dem wir sprechen, ja, von dem ich als Medium spreche, da gibt es keine solche Wesen. Aber es gibt natürlich im Universum auch, wie soll ich sagen, untere Universen, die, wie erklärt man das? Also ich sage es jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, vielleicht versteht man es so am besten. Ja?
vielleicht könnte auch ein Verstorbener irgendeine Botschaft geben. Wäre ja möglich. Das hat jetzt nichts mit einem lichten geistigen Wesen zu tun. Das wäre jetzt so meine Antwort. Also wenn du das Wort die geistige Welt benennst, dann meinst du natürlich die hohe, lichtvolle geistige Welt. Ganz genau. Und dort gibt es keine negativen Schattenwesen. Genau. Und das ist ja auch da, wo sich die Menschen, wenn sie selber channeln wollen, auch hin ausrichten. Ja, natürlich. Genau. Und das ist deswegen, hast du das so Absolut. gesagt. Ja, Ne? ja. Genau. Sie suchen ja nicht nach der Dunkelheit. Ja, und ich bin ja, also das muss man jetzt schon auch nochmal sagen, Benny, ich bin ein Medium der Liebe. Also ich kann mich nur in solche Welten, also in den universellen Welten bewegen, wo Licht ist. Also für mich kommt das andere gar nicht in Frage und deswegen beschäftige ich mich auch nicht damit. Ja, kann ich das vielleicht auch, das wollte ich eben noch gerade machen, jetzt sind diese Fragen durch. Ich meine, deine Aufgabe als das Medium, was du halt bist, so wie du halt bist, du bemühst dich ja immer alles in etwas Positivem zu sehen, etwas Positives zu formulieren und eben nicht deinen Fokus, also wir ja alle, unseren Fokus auf die Dunkelheit zu lenken. Genau. Was passiert denn, wenn wir uns den ganzen Tag mit dieser Dunkelheit in Anführungsstrichen beschäftigen? Ja, oder mit Angst beschäftigen oder mit Schattenwesen oder wie auch immer. Also welche Felder nähren wir damit? Ne? Genau, welche Felder nähren wir damit? Und ich darf das halt nicht und will das auch nicht. Und Du möchtest es auch versuchen, den Menschen zu zeigen, dass es gut wäre, sich den Blickwinkel etwas zu verschieben und woanders hinzulenken. Genau, und deswegen ist meine Aussage, in dieser geistigen Welt, in der wir uns bewegen, gibt es nur Liebe und Licht. Ja, und es tut auch gut. Ich habe auch noch eine andere Spiritualität hinter mir von früher und ich weiß ja, wie das ist, wenn man dann Bücher gelesen hat und dann gab es diese Meldung, wenn du das tust, dann passiert das und das. Und wenn du das tust, dann passiert das und das. Und davon dann mehrmals was gelesen und völlig verunsichert in meiner Jugend. Ja, dann traue ich mich ja gar nicht mehr mit dieser Welt zu beschäftigen, wenn da so viele Gefahren lauern. Und ich weiß noch, wie es war, als ich dann dich kennengelernt habe und du mir mal diese ganzen Flusen aus dem Kopf rausgezogen hast wieder. Wie befreit ich mich gefühlt habe. Ja. Und meinen Fokus natürlich ganz woanders hingelenkt hast die ganze Zeit. Ne? Mhm. Und heute ein ganz anderes Leben deswegen führe. Ne? Ja. Und der geistigen Welt nicht mit Angst entgegenblicke, sondern... Braucht man auch nicht. Genau. Wirklich nicht. Deswegen mein kleiner Rat auch an euch, so wie ich ihn damals bekommen habe. Vielleicht ist es ja möglich, ein bisschen mehr aufs Licht zu schauen, auf das Lichtvolle, auf das Gute, auf das Wahre. Ja, absolut. Und das wird immer belohnt. Also das ist auch etwas, was die geistige Welt mich gelehrt hat, dass wenn man mutig ist und wenn man sich öffnet für das, was Licht und Liebe ist, man wird immer belohnt. Und das fühlt sich schön an. Mhm. Sehr schön sogar. Aber, liebe Sangita, da ich dich nun doch nicht so lange kenne, warum darfst du keine Verstorbenen kontaktieren? Wie ist es im Allgemeinen mit Jenseitskontakten der Verstorbenen? Was sollte man dabei beachten, wenn man sich doch mit diesem Thema beschäftigt? Also allgemein ist es nicht verboten. Mir ist es verboten worden. Also ich darf es nicht machen, weil eben vielleicht genau aus diesen Gründen, was wir jetzt vorher gerade in der vorherigen Frage beantwortet haben. Und allgemein muss man einfach auch wissen, finde ich jetzt auch ganz wichtig, dass was passiert denn, wenn ein Mensch stirbt. Ja? Also ein Mensch besteht ja in der Mehrkaber aus Aspekten, aus 18 Aspekten. Und die Mehrkaber und die Aspekte werden behütet von den Sevaya-Engeln. Und in dem Augenblick, wo ein Mensch stirbt, falten sich diese Aspekte zusammen und werden von den Sevaya-Engeln sozusagen als Seelenenergie aus dem Körper getragen. Und dann wird diese Seele, das ist wieder nur ein Wort, in eine Art Ashram, in die Akasha-Chronik oder was auch immer man dazu sagen möchte, gebracht. Und diese Seele wird jenseits von Raum und Zeit mit Licht und Liebe überschüttet, um dass sich die Aspekte erholen können. Und da es im Universum keine lineare Zeit gibt, ist es halt so, dass wenn du diese Verstorbenen dann anrufst, sie vielleicht auch störst in diesem Prozess, in dem sie sich befinden, weil
sie befinden sich in einem Prozess. Und auch das ist ein Grund. Aber der eigentliche und tatsächliche Grund ist halt, dass ich für was anderes auserwählt worden bin. Genau, also für dich jetzt persönlich. Für mich persönlich. Aber so ja. grundlegend ist es kein Verbot. Nein, Das sowieso nein, nicht. nein. Ja, ich hätte eine Frage. Du oder liest du das jetzt Ich vor? lese das so vor. Wie lernt man am besten Channeling? Also das kommt natürlich darauf an, wie tief du in diese Materie eintauchen möchtest. Es gibt ja schon Anleitungen bei uns im Schimmer Verlag oder auch beim Namahim. Der macht es ja auch und kann man sich anleiten lassen. Man kann es aber auch wirklich selber versuchen, indem man übt. Erstmal tatsächlich über längere Zeit ist jetzt natürlich ein dehnbarer Begriff, aber dass man auch tatsächlich dieses vereinigte Chakra erreicht. Also dass man sich sicher ist, dass man mit seinem göttlichen Selbst verbunden ist. Also das finde ich ist ganz wesentlich und wichtig und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass, also ich persönlich jetzt, nur ich als Medium, gell, überhaupt nicht verstehen kann, wie man von jetzt auf gleich channeln kann. Also auch ich muss mich verbinden mit allem, was in mir ist und brauche Vorbereitungszeit. Und ich glaube, wenn die Menschen anfangen, oder dieser Mensch, der das geschrieben hat, anfängt, sich mit in die Stille zu begeben, um mit dem vereinigten Chakra vereint zu sein und sich dann öffnet, dann wird es auch klappen. Ja, schön. Ich meine, das war ja auch deine Schulung lange Zeit. Ja, Ne? absolut. Da ging es immer nur darum. Nur darum. Ich bin ja nicht umsonst so lange geschult worden, Benni. So Jahrzehnte. Also das, klar, es ging ganz viel um das. Ja. Wie ist es als Schreibmedium? Wenn ich channel, fließen die Worte sehr flüssig wie in meiner Hand zum Schreiben. Kann das auch übertragen werden, da ich beim Sprechen mir schwerer tue, dies so flüssig wiederzugeben? Ja, absolut. Also warum nicht? Ja. Ja, also genau. Die Frage war jetzt ein bisschen kompliziert gestellt, aber ich glaube, es ist klar. Ja, absolut. Ja? Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Warum hatten andere Medien mit Engel-Channel gesprochen, dass Engelswesen niemals inkarnieren würden? Also warum sagen andere Medien, dass Engel niemals inkarnieren werden? Ich verstehe nicht, dass überall von etwas anderem gesprochen wird. Warum müssen den Menschen, die nach Antworten suchen, es immer so schwer gemacht werden? Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber es ist leider so. Ich finde es ja auch schade und dass die Menschen natürlich verwirrt sind, wenn sie verschiedene Aussagen hören, ist es mir ja auch völlig verständlich, würde mir auch so gehen. Ich weiß nicht, was andere Medien für Informationen in sich tragen oder weiß ich nicht. Ich kann mich ja nur mit mir, meine Channelings beschäftigen und ich kann wirklich, und das kann ich wirklich mit 100%iger Sicherheit sagen, dass natürlich Engelswesen inkarniert haben. Schau mal, Jesus hat inkarniert auf unserem Planet. Und wenn man jetzt allein die Geschichte von Avalon nimmt, das, was fast alle kennen, ist ja König Arthur. Und das hat es ja wirklich gegeben. Und es waren immer Menschen, die sozusagen, oder man muss es anders ausdrücken, vielleicht Avatare, die auserwählt wurden, auf diesen Planeten kamen, aber keine Engelswesen waren. Aber wo sie zurückgegangen sind ins Universum, sind sie zu Engelswesen geworden. Also in ihrem Status erhöht worden, Genau. kann man das so sagen? Den Status, das wäre so Dual, ich weiß. genau, das ist ein Wort, wieder Dualitätsdenken. Aber natürlich, gibt es sowas schon, dass man dann im Universum auch eine Aufgabe oder wo etwas geschieht, wo jemand zum Engel wird. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, wie es ist. Ja, natürlich, passiert schon. Und ein Engel Michael hat mehrmals inkarniert, oftmals inkarniert, bis er zu Engel Michael wurde. Und warum das nicht anerkannt wird oder so gesagt wird, kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht.
Ich meine, das ist jetzt die eine Richtung. Kann es auch die andere Richtung geben, dass der Engel Michael schon vorher war und dann inkarniert hat als Mensch? Wir waren alle Engel, bevor wir zum Mensch geworden sind. Das ist die Wahrheit, Benny. Ja. Nur damit, weil Ihre Frage hat ja auch darauf beruht, ne? Ja. Dass Engel inkarnieren können. Also wir waren wir sind erschaffen worden als Lichtwesen und sind zu Menschen geworden. ganz genau. Milliardenfach. Ja, milliardenfach. Und natürlich kann auch ein Mensch zu einem Engelswesen werden. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, weißt, das ist für mich auch manchmal irgendwie so, ich verstehe die Frau total. Ich verstehe es wirklich. Es ist ja auch verwirrend. Und ich möchte ja nicht wirklich irgendein Medium schlecht machen oder so, wirklich nicht, weil jeder hat seine Berechtigung und jeder Mensch trifft die Entscheidung, welche Channelings er hören möchte. Ja, das ist halt so. Ich kann einfach nur noch mal zum Abschluss sagen, an euch alle, die ihr bereit seid, auf etwas zu vertrauen, was außerhalb von eurem Verstandes liegt. Probiert dieses Channeln aus. Es ist etwas sehr, sehr Schönes. Etwas, was einen ganz, ganz viel geben kann. Vielen Dank für heute, Biene. Bis zum nächsten Mal. Gerne, Benny.